Hallo meine lieben Kochfreunde, ich bin der Matti, schön, dass ihr wieder zuschaut auf meinem Kochkanal Outdoor Kitchen für internationale Gerichte. Leute, heute machen wir eine virtuelle Kochreise nach Mexiko. Ich werde euch eine mexikanische Spezialität zeigen und zwar machen wir heute Burrito. Ja, für diejenigen, die nicht wissen, was Burritos sind, das ist keine Sterneküche, es ist ein einfaches Essen. Es ist eigentlich ein Fastfood-Gericht, aber ein gesundes Fastfood-Gericht mit lauter natürlichen Zutaten. Was du dazu brauchst, das sind Weizentortillas und wir werden die Burritos heute machen mit einer Hackfleischfüllung. Was noch mit reinkommt, das ist gekochter Reis vom Vortag. Dazu schwarze Bohnen und Mais, etwas frisches Gemüse, Kohl und was du nicht vergessen darfst, ganz viel Käse mit rein. Dann rollst du den Weizentortilla zusammen, pack ihn in Alufolie und schieb das Ganze 15 Minuten lang bei 200 Grad in den Backofen oder erhitze es in der Pfanne. Und jetzt zeige ich dir, wie du Burritos machst, also bleib dran.
Ja, meine lieben Kochfreunde, das war das mexikanische Burrito-Rezept und wisst ihr, was ich ganz toll finde an dem Rezept? Die Burritos, du kannst ruhig einen größeren Vorrat davon machen, weil die lassen sich nämlich auch wunderbar einfrieren und wieder auftauen, wenn du Lust darauf hast. Pack einfach 2, 3 Burritos in so einen Gefrierbeutel mit diesem Zipverschluss und wenn du sie auftaust, wenn sie aufgetaut sind, schiebst du sie für 15 Minuten bei 200 Grad in den Backofen und die sind wie frisch gemacht. Ja Leute, probiert das aus, es ist wirklich sehr lecker und wie ihr gesehen habt, ein sehr einfaches Rezept und sehr nahrhaft und auch gesund und was am allerwichtigsten ist, total lecker. Und was ich auch mag, das sind Burritos mit Hähnchenbrust und so einer schönen Curry-Würzmischung, Ananas mit rein und ist mal ein ganz, ganz anderer Geschmack, aber im Prinzip könnt ihr die Dinger so füllen, wie ihr wollt und vergesst nur den vorgekochten Reis nicht, das macht das Ganze rund und ja, was soll ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, teilt auch mal das Video, ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Matti.